Susanne. Tja, das ist ja eine Überraschung. Worum geht es denn? Hast du einen Moment Zeit? Ehrlich gesagt, das passt gerade ganz schlecht, weil ich habe gleich noch was vor. Bin verabredet, sozusagen. Ja, verstehe. Ich will auch nicht stören. Ein andermal gern. Aber vielleicht hast du doch kurz Zeit und wir können unten miteinander sprechen. Ich würde auf dich warten. Gut, ich komme gleich. Das ist nett. Danke. Bis dann. Bis dann. Weißt du was? Ich habe gerade gedacht, ich hätte Susannes Stimme gehört. Voll Schizo, oder? Meinst du, ich finde das lustig, dass Susanne plötzlich hier auftaucht? Natürlich nicht. Aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt, dass sie dich jeden Moment halbnackt aus der Dusche kommen sieht. Ja, sorry, ich weiß, wie schwer dir das Versteckspiel fällt. Ich muss nach unten, mich mit der Erziehungsberechtigten meines Freundes treffen. Und sie hat nicht gesagt, was sie von dir will? Nein. Ja, und wenn du einfach behauptest, du hast keine Zeit. Hab ich ja, aber es war ihr wirklich wichtig. Meinst du, sie ahnt was? Nein, dafür war sie viel zu freundlich. Aber sag mal, sie war ganz sicher damit einverstanden, dass du die Schule wechselst? Ja, absolut. Nein, ich habe ihm klipp und klar gesagt, ein Schulwechsel kommt überhaupt nicht in Frage. Natürlich freue ich mich, dass er Sportmedizin studieren will. Aber den verlangten Numerus Clausus schafft er auch an seiner jetzigen Schule. Muss sich nur ein bisschen anstrengen. Und? Wie hat er reagiert? Völlig uneinsichtig. Notfalls will er sich über mein Verbot hinwegsetzen. Tja, tut mir natürlich leid, dass du Ärger mit deinem Sohn hast, aber... Kannst du nicht mit ihm reden? Ich? Ja, du bist seine Lehrerin. Ja, sicher. Aber Du kannst ihm bestimmt deutlich machen, dass ein Wechsel so kurz vorm Abi völlig unsinnig ist. wenn er nicht mal auf dich hört. Eben. Bei mir schaltet er total auf Durchzug. Er will sich von mir nicht bevormunden lassen. Aber du bist seine Lehrerin. Und du kannst ihn bestimmt mit sachlichen Argumenten überzeugen. Oder findest du sein Vorhaben nicht auch total daneben? 1,5 Jahre vor dem Abitur zu wechseln, womöglich gefährdet er damit seinen Abschluss. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Willst du mit ihm sprechen? Ich kann es ja mal versuchen. Ich danke dir. Du bist ein Schatz. Und jetzt weiß Anne 100 Pro, dass ich sie schon wieder angelogen habe. Die ist bestimmt stinksauer. Shit. Ja, du sagst es. Aber ich hab's einfach nicht fertig gebracht, ihr die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit worüber? Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Damit Anne mich nicht für den totalen Loser hält, habe ich ihr gesagt, dass Susanne ihr okay für den Schulwechsel gegeben hat. Hat sie aber nicht. Im Gegenteil. Und da sie Anne vorhin zu einem konspirativen Plausch gebeten hat, ich könnte wetten, ich bin jetzt aufgeflogen. Dumm gelaufen. Ich wette, die Sieber ist total sauer. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Am besten, ich rufe sie mal an. Nein. Ich habe mein Handy bei ihr vergessen. Willst du meins haben? Nee, lass mal. Ich warte am besten, bis die erste Wut verraucht ist. Da kannst du lange warten. Lehrer vergessen nie. Und außerdem haben sie von Natur aus eine sadistische Ader. Ja. Du bist echt eine Hilfe. Kann ich bei dir pennen? Traust du dich nicht nach Hause? Natürlich. Cool. Dann erspare ich mir zumindest Susanne Standpauke. Ja, und Annes hole ich mir dann morgen ab. Hi. Ich habe versucht, dich anzurufen. Aber leider warst du ja nicht erreichbar. Danke. Ja, wie war es denn gestern noch? Also mit Susanne meine ich. Wolltest du was Bestimmtes? Willst du mich eigentlich verarschen? Du weißt ganz genau, worum es ging. Ja, wahrscheinlich um meinen Schulwechsel. Du hast mir direkt ins Gesicht gelogen. Anne, Später. Und bitte denken Sie an die Klausur nächste Woche. Abgefragt wird die komplette 4. Lektion. Frau Siebert?
wenn wir unser Referat nicht nächste Woche halten? Ich habe Ihnen doch schon mal Aufschub gegeben. Sie sollten sich Ihre Zeit besser einteilen. Sie sind übermorgen dran. Und Sie warten bitte noch einen Moment. Und jetzt würde ich gerne wissen, warum du mich angelogen hast. Ich höre. Naja, als meine Mutter sich so gegen den Schulwechsel gestellt. Da komme ich ja genau richtig. Deine Lehrerin und ich wollten dir nämlich noch mal gemeinsam ins Gewissen reden und dir klar machen, dass ein Schulwechsel absoluter Irrsinn ist. Sag mal, geht's noch? Ich lass mich doch hier nicht vollquatschen. Paul! Was hat er denn? Es tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Aber ich konnte nicht an, dass Paul sich so aufführt. Er wird sich bestimmt wieder fangen. Und dann kannst du noch mal ganz in Ruhe mit ihm reden. Das habe ich doch schon zigmal versucht. Aber du hast doch gesehen, wie er reagiert. Dabei meine ich es nur gut mit ihm. Und er tut so, als würde ich ihm sein ganzes Leben versauen. Ich verstehe das nicht. Paul war immer so vernünftig. Aber seit ein paar Monaten... Nimm dir das bitte nicht so zu Herzen. Das ist bestimmt nur eine Phase. Er will eben seinen eigenen Kopf durchsetzen. Das hat nichts mit dir zu tun. Entschuldigung. Ist in Ordnung. Du musst mich für eine hysterische Mutter halten, die ihren erwachsenen Sohn behandelt, als wäre er gerade erst im Kindergarten. Ist doch logisch. Du machst dir Sorgen. Vielleicht bin ich zu egoistisch. Weil ich von Paul verlange, dass er auf meine persönliche Situation Rücksicht nimmt. Du hast ja keine Ahnung, was bei uns zu Hause los ist. Schlimm? Wenn ich dir irgendwie helfen kann, Susanne. Selbst für den Fall, dass es nichts bringt. Ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du mich unterstützen willst. Es ist nur ein Versuch. Ja, ganz toll. Meine Mutter und meine Lehrerin. Wer hat den Vorsitz? Hör dir doch erst mal an, was ich dir zu sagen habe, Paul. Wenn du dann noch immer die Schule wechseln willst. Also? Wie ich von deiner Mutter erfahren habe, möchtest du Sportmedizin studieren? Und glaubst an einem anderen Gymnasium den verlangten NC eher erreichen zu können? Stell dir das nicht so einfach vor. Das Schuljahr ist schon so weit fortgeschritten, dass einige der für das Abitur relevanten Klausuren schon geschrieben sind. Ja, und die Punkte kann ich mir auch da anrechnen lassen. Nicht jede Schule verrechnet bereits bestehende Punkte. Das liegt ganz im Ermessen der Lehrer. Wenn du glaubst, dass du es auf deiner jetzigen Schule von den Noten her nicht schaffst, gibt's immer noch die Möglichkeit, Nachhilfeunterricht zu nehmen. Seid ihr fertig? Gut, ich auch. Das Anmeldeformular für die andere Schule habe ich schon ausgefüllt. Warum bist du nur so stur? Willst du uns nicht verstehen oder was ist mit dir los? Du willst anscheinend nicht verstehen, dass ich alt genug bin und meine Entscheidungen selber treffe. Abgesehen davon finde ich es absolut oberpeinlich, dass du meine Lehrerin beknetest, damit sie mich dann auch noch bearbeitet. Ich habe deiner Mutter selbst angeboten, mit hierher zu kommen. Es wäre wirklich ein großer Fehler, wenn du jetzt die Schule wechselst. Siehst du? Selbst Frau Siebert dreht dir davon ab. Bitte sei vernünftig. Nein, Warum beharrst du nur so auf den Schulwechsel? darum geht's doch gar nicht, verdammt nochmal. Ja, und worum geht's dann? Ich und